Herzlich willkommen zu unserer Airless Discounter Videoserie. Heute geht es um die Behebung der gängigsten Probleme und Funktionsstörungen an elektrisch betriebenen Kolbenpumpen. Wir haben hier stehen eine Farbmax Airless 2700. Beispielhaft werden wir da einige Probleme und Fragestellungen mal durchgehen. Das Gerät ist vom Aufbau absolut vergleichbar mit allen gängigen Modellen, also was elektrisch betriebene Kolbenpumpen antrifft, sowohl Graco, Storch, Wagener, Titan, also das ist vom Aufbau und von der Funktion weitestgehend alles vergleichbar. Wir fangen mal gleich mit dem ersten großen Problem an, das regelmäßig auftritt: der Motor springt nicht an. Eine gängige Problematik ist dort zum Beispiel, als erster Punkt wäre da zu nennen, ein Kabelbruch. Also es passiert regelmäßig, dass einfach Schäden am Kabel auftreten und dadurch der Motor nicht mit Strom versorgt wird und das Gerät entsprechend nicht funktionieren kann. Eine weitere Ursache dafür, dass der Motor bzw. das Gerät nicht funktioniert, kann sein, dass die Sicherung ausgelöst hat. Sowohl hier am Gerät als auch die Haussicherung wäre da zu prüfen, kann passieren. Gängiger Flüchtigkeitsfehler ist auch, dass man zwar den An- und Ausschalter betätigt hat, aber der Druckschalter weiterhin auf Null steht. Also da einfach mal prüfen, ob das alles so eingestellt ist, wie es sein sollte. Darüber hinaus werden gröbere oder ernstere Fehler und Probleme mit der elektronischen Steuerung bei den meisten elektrischen Kolbenpumpen im elektronischen Display angezeigt. Hier für das Farbmax Airless 2700 gibt es zum Beispiel verschiedene Fehlercodes, die meist mit E beginnen. E7 steht zum Beispiel für eine Überlastung des Geräts. Da einfach mal drauf schauen. Das sind dann aber ernstere Probleme, die man vom Servicetechniker beheben lassen sollte. Unter Punkt 2 haben wir zusammengefasst die Probleme und Störungen, die sich ergeben, wenn das Gerät nicht ansaugt. Generelles Problem sind Verstopfungen, also durch Material, was zum Beispiel noch im Ansaugfilter hängt, kommt es zu Verstopfungen und es kann nicht genug Material angesaugt werden. Das kann genauso sein, dass der Hauptfilter verstopft ist, wenn dort Materialreste hängen oder der Filter irgendwann mal zu ist und nicht rechtzeitig gewechselt oder gereinigt wurde. Gleiches gilt auch für die Pistole und den darin befindlichen Pistolenfilter. Und die gleiche Situation oder die gleiche Problematik tritt auf, wenn die Düse verstopft ist. Wenn das Farbspritzgerät nicht ansaugt, kann es auch daran liegen, dass das Entlastungsventil nicht geöffnet wurde. Bevor man beginnt zu arbeiten, öffnet man das Entlastungsventil, damit Luft, die im System ist, über den kürzesten Weg, also über den Rücklauf, entweichen kann. Deshalb hier kurz das Entlastungsventil öffnen. Wenn dann genug Material kommt und zurück in den Behälter gepumpt wird, das Entlastungsventil schließen und normal weiterarbeiten. Ein weiterer Bedienfehler, der eigentlich auftritt, ist, dass die Ansaugung nicht ausreichend mit Farbe versorgt ist. Also wenn das Ansaugrohr nicht in der Farbe drin hängt, hier unten die Ansaugung, kann natürlich auch kein Material angesaugt werden, sondern wird Luft angesaugt. Also deshalb sollte das Gerät nicht mit Farbe versorgt sein. Prüfen, ob die Ansaugung in der Farbe steht. Der dritte große Punkt unter den Problemen bei elektrisch betriebenen Kolbenpumpen ist, dass das Gerät zwar arbeitet und pumpt, aber nicht genug Leistung und Fördermenge aufbaut. Das kann zum einen daran liegen, dass die Düse zu groß ist für das Gerät und dass das Gerät trotz maximaler Arbeitsleistung nicht genug Material fördert, um diese Düse zu versorgen. Also vereinfacht gesagt haben wir hier die Situation in diesem Fall von einer Feuerwehrspritze, an die man einen Gartenschlauch anschließt. Der zweite Fall kann sein, dass eine Düse verschlissen ist. Durch den Verschleiß wird die Düsenöffnung immer größer und dann hat es den gleichen Effekt, auch wieder der Feuerwehrspritze. Zum anderen kann ein Problem sein, wie eben schon angesprochen, eine Verstopfung der Filter oder der Düse, also auch hier wieder im Filter im Ansaugbereich, der Hauptfilter oder auch der Pistolenfilter oder die Düse. Verstopfungen oder Verunreinigungen in diesem Bereich können ebenfalls zu Leistungsschwächung führen. Ein weiteres Problem ist, dass das Rücklaufventil oder das Entlastungsventil nicht richtig schließt. Das heißt also, obwohl das Ventil auf Verschlussposition ist, läuft trotzdem Material zurück in den Behälter.
In diesem Fall liegt eine Beschädigung oder eine Verschmutzung im Entlastungsventil, also im Rücklaufventil vor. Und die sorgt dafür, dass Material zurück in den Eimer gepumpt wird und nicht die volle Leistung vor zum Schlauch und zur Pistole gegeben werden kann. Und dementsprechend gibt es dann kein vernünftiges Spritzbild. Also sollte der Rücklauf offen sein und arbeiten, obwohl eigentlich verschlossen ist, liegt das Problem am Entlastungsventil und es sollte gereinigt oder getauscht werden. Ein weiteres Problem ist, dass Farbe an der Packung austritt, also an dem Dichtungssatz, der sich um den Kolben legt. Das sieht man dann hier, wenn man hier an der Seite öffnet, hat man Zugang zum Kolben und dann würde man hier Farbreste und Farbmaterial sehen. Das ist ein Hinweis darauf, dass entweder die Dichtung, also die Packung um den Kolben verschlissen sind oder dass sie nicht mehr richtig sitzen und dass der Sitz nachgezogen werden muss. Das kann leicht dort an dieser Stelle gemacht werden, indem man dort mit dem entsprechenden Schraubenschlüssel rangeht. Es kann aber auch darauf hinweisen, dass ein Schaden, wie gesagt, an der Packung komplett, an der Dichtung komplett vorliegt, dann muss die getauscht werden. Ebenfalls könnte es ein Schaden am Kolben sein. Das würde ebenfalls bedeuten, dass der Kolben getauscht werden muss. Ein weiteres Problem, was dafür sorgt, dass das Gerät nicht vollständigen Druck aufbaut, ist eine Verschmutzung, ein Schaden oder einfach auch eine Verunreinigung am Einlassventilsitz. Das kann man relativ leicht prüfen, indem man die Ansaugung abschraubt, den Ventilsitz prüft. So, hier haben wir die Ansaugung und hier kommt uns schon entgegen der Ventilsitz mit dem Käfig und hier haben wir die Kugel drauf und diese Kugel und der Ventilsitz sorgt dafür, dass Material einfließen kann und sich dieses Ventil, also die Kugel, öffnet. Und wenn ein Material drin ist, das Ganze sich wieder schließt, damit der Druck auch aufgebaut werden kann. Es kann passieren, dass diese Kugel auf dem Sitz anhaftet, verklebt oder auch, dass die Kugel bzw. der Sitz beschädigt wird durch Fremdstoffe, kleine Steinchen oder irgendwas, was angesaugt wird. In diesem Fall kann es nicht mehr richtig schließen. Oder die Kugel klebt einfach drauf und kann sich nicht mehr bewegen und dementsprechend kann kein Material angesaugt werden. Wenn jetzt dort ein Schaden durch etwas abgebrochen oder ein abgebrochenes Teil vorliegt, kann die Kugel auch nicht mehr richtig schließen. Das heißt, der Druck kann nicht aufgebaut werden. Kann man leicht prüfen, indem man reinschaut und das Problem dann einfach löst, das Ganze reinigt oder den Ventilsitz und die Kugel austauscht. Also, wenn man das Einlassventil wieder einbaut, darauf achten, dass auch hier am Ansaugrohr die Dichtung richtig sitzt. Die geht gern verloren und dann kann die Ansaugung nicht mehr richtig sitzen. Es wird Nebenluft gezogen und das Gerät verliert Leistung oder fällt komplett aus. So, also zum Aufbau und Einbau zuerst der Ventilsitz, die Kugel und darüber der Käfig. Dann von unten einführen und langsam anschrauben. Dabei aufpassen, das Ansaugrohr oder die Ansaugung muss fest sitzen. So. Wir nehmen hier nochmal den Schlüssel und ziehen nach. Denn wenn die Ansaugung nicht richtig sitzt, also zum Beispiel man kann das prüfen, ob hier Spiel ist, hier ist kein Spiel, sollte fest sein, dann besteht die Gefahr, dass Nebenluft gezogen wird und dass dadurch das Gerät an Leistung verliert oder überhaupt nicht mehr arbeitet. Also das vierte große Problem ist ein schlechtes Spritzbild. Das kann zum einen daran liegen, dass die Düse zu groß ist, dass die Düse verschlissen ist. Es kann daran liegen, dass das Gerät nicht genug Leistung für den Anwendungsfall hat. Oder auch, dass die Druckeinstellung nicht optimal gewählt ist, also zum Beispiel zu wenig Druck kann ein unregelmäßiges Spritzbild erzeugen, genauso wie ein Farbauftrag mit zu viel Druck auch für starke Vernebelung sorgt und nicht optimal ist. Ich denke, ihr habt jetzt einen guten Überblick bekommen, wie man kleinere oder auch die gängigsten Störungen an elektrisch betriebenen Kolbenpumpen beheben und lösen kann.
In den nächsten Videos geht es auch wieder um ähnliche Fragen, Auswahl der Filter, Auswahl der Düse. Postet uns, wenn ihr Probleme und Fragen zu euren Farbspritzgeräten habt, oder schaut einfach in unserem Forum vorbei. Bis bald.